Und heute habe ich ein Wunschvideo für euch aufgenommen. Es geht um das neue Buch Fettleber und da wurde sich gewünscht, dass ich doch 2, 3 Rezepte aus dem Buch mal für euch aufnehme. Und das habe ich jetzt hier in diesem Video für euch gemacht. Ja, erst einmal möchte ich Danke sagen. Danke für eure vielen tollen Rückmeldungen. Ja, und ihr bekommt euer Video wieder in gewohnter Art und Weise. Ja, und als erstes fangen wir jetzt hier mit diesem leckeren Rosenkohlauflauf auf. Und ich habe dazu noch Würstchen gemacht und was es mit den Würstchen auf sich hat und wie die leberkonform sind, das erkläre ich auch hier in dem Video noch genau. So, den Rosenkohl, den habe ich schon geputzt. Jetzt die Kartoffel, die schäle ich noch. So, ich wurde gebeten, aus meinem Buch mal Rezepte nachzumachen. Jetzt habe ich mir das aus Rosenkohl-Kartoffelpfanne, Seite 58. So, die machen wir jetzt nach. So, jetzt habe ich den Rosenkohl hier klein geschnitten. Jetzt kommt es erstmal hier in diese Schüssel rein. Weiter geht es jetzt mit meiner Kartoffel, die ich jetzt ebenfalls klein schneide. Im Buch steht ein Würfel. Das mache ich jetzt hier auch. So, die Kartoffeln kommen jetzt zu meinem Rosenkohl noch dazu. Weiter stand im Buch noch eine kleine Zwiebel. Die habe ich von gestern noch. So, jetzt habe ich die Zwiebeln auch noch dazu. So, als letztes brauche ich jetzt Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Jetzt fange ich erstmal mit der Muskatnuss an. Die Muskatnuss gibt noch eine schöne Würze. Aber das langt, bei Muskatnuss musst du Obergem nicht zu viel nehmen. So, jetzt noch Salz und Pfeffer. Und das hole ich jetzt mal kurz durch. Jetzt geht es weiter, dass das Ganze auch etwas mit Öl besprüht wird. Also ich nehme hier meinen Ölsprüher. Da kann ich das ganz gut dosieren. Du siehst, der Strahl verbreitet auch das Öl ringsherum schön überall. So, jetzt geht es alles weiter. Hier habe ich meine Heißluftfritteuse, der Christboden ist drin. Ich habe ja auch geschrieben auf dem Christboden. Zusätzlich habe ich jetzt hier noch meine Matte, die ich ganz gerne mal verwende. Und darauf kommt jetzt alles. So, 180 Grad. Und je nach Heißluftfritteuse, welche du hast, muss das variieren. Ich stelle jetzt hier mal 15 Minuten ein. Aber dann ist das dicke gut. Oder vielleicht sogar, ich nehme sogar erstmal 12 Minuten. Ich habe es sehr klein geschnitten alles. Das sind doch mal Werte, je nachdem wie groß du die Stücke hast, desto unterschiedlich ist die Temperatur. Man kann nie pauschal sagen, nimm das und das, immer nur grobe Richtwerte. So, die obere Lade, 180 Grad und 12 Minuten hatte ich gesagt, wollte ich erst mal schauen. Nachstellen kann man immer noch, die wollen wir zwischendrin schauen. So, ich schaue mal schon mal rein, helfen für euch. Ja, braucht noch. So, die Zeit ist rum, die ich am Anfang eingestellt hatte. Jetzt schaue ich mal nach. Oh, der kann noch ein bisschen. Hauptsache. Oder? Ja. 2 Minütchen noch. Jetzt habe ich mir überlegt, die letzten 2 Minuten lege ich noch die Würstchen dazu. Das ist jetzt nicht mehr Rezept. So. Hier habe ich noch ein paar Nüsse. Jetzt noch ein klein bisschen Kleinschneider. Denn ich hatte ja auch eine, lasse ich mal ganz als Deko. Ich sage mal so schön, das Auge isst ja mit. So, schau, so sieht das jetzt fertig aus. Die Würstchen sind auch warm genug. Das sind ja bloß dünne, einfache Würstchen. Die sind so richtig heiß. Da haben die 2 Minuten voll und ganz gelangt. Das habe ich jetzt nochmal zurückgeschüttet in die Schale rein. Ja, jetzt geht es noch kurz weiter. Ein bisschen Zitronensaft oben drüber. So. Noch etwas Senf. Das Ganze wird jetzt hier mal durchgearbeitet. So, anrichten durch das dann auf den Teller. Würstchen noch dazu. Meine Nüsse noch oben drüber. Und eine Nuss noch zur Deko. Da war ja noch eine. Guck mal die oben drauf. So, schau, so sah das dann fertig aus. Also richtig schön lecker. Und ich hatte ja noch diese Wurst dazu gemacht. Und dann habe ich dir auch mal die Nährwerte hier berechnet mit eingeblendet. Und da kannst du sehen, also 206 Kilokalorien waren es ohne Wurst, 494 mit Wurst. Der Kohlenhydratanteil hat sich eigentlich gar nicht weiter verändert. Das ist ja das Wichtige bei der Fettleberanalyse. Und ja, was noch wichtiger ist, das ist gesundes Fett. Und da ist die Wurst nicht gerade ideal. Aber ab und zu kannst du auch mal so eine Wurst essen, weil die Wurst, das hat ja das Fett vom normalen Fleisch, von dem Metzger, je nachdem, was er
wie die verarbeitet ist drin. Aber wie gesagt, ab und zu mal so ein Essen zwischendrin mit so einer Wurst, alles okay. Das ist jetzt aus dem Buch Leberfreundlich kochen. Oh, okay. Wird immer interessanter bei uns. Ich will dich nicht sowas Ich aufzwingen. habe ja gesagt, schmeckt gut. Mhm. Kann man essen. Ja. Ja, und So weiter fluffig, geht's jetzt mit den so leckeren cremig griechischen und Joghurtsoßen, so wo du leicht. nur 4 Zutaten. Und du brauchst dafür nur 4 Ja, aber so Zutaten himmlisch und fest deinen aussieht. Airfryer. Und sowas wird Lass ideal. uns gleich starten mit dem Das köstlichen überfasst, hätte ich Kuchen. beinahe gesagt. Du wirst ihn lieben. Hier habe ich mir schon mal Weizenmehl eingesiebt. In meiner schönen Tasse, die ich mir mal habe erstellt. Kaffee und Heißluftfritteusen, das Trainingsteam für den Tag. Ja, da gibt es noch verschiedene andere Varianten. Aber da habe ich erstmal jetzt mein Mehl drin. Das brauche ich ja nämlich später. So, jetzt brauche ich diese Schale. Hier kommen jetzt meine 4 Becher griechischer Joghurt rein oder Joghurt griechischer Art. Das sind 150 Gramm je, das ergibt dann 600 Gramm zusammen. Als nächstes habe ich jetzt hier 4 Eier. Das rühre ich so schon erstmal etwas. So, und dann habe ich mir überlegt, ich nehme Dattelsirup dazu. Probiere es jetzt erstmal mit 3 und probiere es, wie es da vom Geschmack ist. Nicht, dass mir das nachher zu süß wird. Was ich jetzt noch etwas mache, ist meine Bauernvanille etwas noch. Kann doch der 4. Löffel mit dran. Jo, jetzt habe ich mein Mehl. Das gebe ich jetzt hier drunter. Da habe ich keine Klumpen, nichts dran. So, das arbeite ich jetzt hier drunter. Das arbeite ich jetzt gut durch, damit keine Klumpen nachher sind. Ja, da dürften keine Klumpen, nichts mehr sein. Also du kannst auch ein Handrührgerät nehmen. Aber ich wollte es jetzt mal ganz ohne Handrührgerät, ohne Gerät irgendwas machen. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal so. Also gut gucken, dass keine Klumpen mehr drin sind. Und zweifelsfall doch ein Handrührgerät nehmen. So, jetzt mache ich was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe hier noch Kokosraspel. Und ich wandere den jetzt mal etwas ab. Also 2 Löffelchen Kokosraspel noch mit gleich drunter. So, ist das jetzt gut durchgearbeitet. So, hier habe ich jetzt meine 20er Form. Da habe ich mir so eine Dauerbackfolie mal gekauft. Die ist richtig ideal dafür. Jetzt fülle ich den Kuchen da entsprechend ein. Das ist alles da drin. Jetzt habe ich meine Heißluftfritteuse hier. Ja, jetzt rein. Also unten drin ist das Rost, die Crispplatte. Und darauf kommt jetzt der Kuchen. 160 Grad. Und ja, nach 20 Minuten mache ich mal Stäbchenprobe. Ja, dann schauen wir mal. Guck mal. Er ist goldgelb. In der Mitte wackelt er noch. Ich will ja gar nicht zu sehr. Am Rand zieht er schon an. Ich lasse ihn noch mal 3 Minütchen. Erstmal in der Mitte noch zu wackelig. Also, halt, Backe. 160 Grad. Und nochmal 4 Minuten. So. Schauen wir nochmal. Ja, er ist schon fester geworden in der Mitte. Und ich mache jetzt Folgendes. Er wackelt zwar noch ziemlich. Ich könnte noch 2 Minütchen mache ich noch dazu. Also wieder Backe. 100. Ich gehe sogar runter auf 150 Grad. Und 2 Minuten. So, jetzt machen wir mal ganz kurz auf, schauen kurz rein. Ja, und ich schließe ihn gleich wieder, dass die Wärme drinne bleibt, denn ich lasse ihn jetzt da drinnen abkühlen. Dann kann er noch nachziehen und noch fester werden. So, hier habe ich jetzt den Kuchen und inzwischen hatte ich noch ein bisschen Kokosraspel so oben drüber gemacht. Also ungefähr so nach 2 Stunden habe ich ihn jetzt rausgenommen. Also er ist noch warm. Aber du siehst schon mal,
Er sieht schon mal richtig lecker aus. Jetzt lasse ich ihn noch komplett abkühlen und dann kommt er eine Stunde in den Kühlschrank. Das ist der besondere Trick bei dem Kuchen. Und du siehst, der sieht so schon mal richtig lecker aus. Also wenn die Form jetzt nicht mehr heiß ist, weil momentan von unten ist es doch noch ganz schön warm, dann kommt zum Kühlschrank, weil so wollte ich ja den Kühlschrank nur, ja, heiß und kalt passt nicht so ideal zusammen. Deswegen lasse ich das erstmal hier richtig abkühlen und dann kommt er noch mal eine Stunde im Kühlschrank und dann schneidet man an. So, dann schauen wir uns den Kuchen mal an. So, da er hier in dieser Form ist, lässt es sich ja wunderbar leicht rausnehmen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt schneide ich ihn mal an. Heidelbeeren dazu. Brauche ich noch mein Löffelchen. Schau, sieht der nicht köstlich aus und der hat so klasse geschmeckt. Ja, wenn du etwas Süße haben möchtest, dann kannst du nachher eventuell mehr Zucker oder etwas Honig mehr nehmen. Aber für mich war er so komplett richtig klasse und ganz, ganz lecker. Ja, und noch die Himbeeren dazu, die ich dann gepackt hatte. Das hat zusammen wunderbar geschmeckt. Schau mal, sieht das nicht lecker aus? Und das ist jetzt das Putengeschnetzelte mit Apfel und Lauch. Das ist das Rezept von der Seite 82. Also wenn du mal das Buch hast und du willst nachschauen, dann kannst du das genau 1:1 verfolgen. Leberleicht kochen ist wirklich richtig klasse und es hat mir so viel Spaß gemacht, das Buch zu erfassen, zu erstellen und die Rezepte zu probieren. So, heute gibt es Putengeschnetzeltes mit Apfel und Lauch aus dem Fettleberbuch. Dann habe ich als nächstes Zwiebel. Ich habe diesmal eine rote Zwiebel, ihr könnt auch eine ganz normale weiße Zwiebel nehmen. Ich hatte jetzt die roten Zwiebeln noch da. Jetzt nehme ich die rote Zwiebel dazu. So, die Zwiebel würfel ich etwas. So, hier habe ich jetzt die gewürfelten Zwiebeln. Als nächstes brauche ich noch einen Apfel. Das sind jetzt erstmal Viertel und hier das Kerngehäuse entferne. So, nachdem ich das Kerngehäuse entfernt habe, würfel ich die Äpfel. Schneide sie einmal so durch. Mache so Würfelstücke daraus. So, hier habe ich jetzt einen Lauch noch. Der ist relativ groß. Da brauche ich nicht so viel davon. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schneide den erstmal so ein Stückchen ein. Du kannst es auch ganz lassen, wenn du die Lauchringe gerne hast, aber ich habe es lieber so. Ja, das langt jetzt. Ja, und das Putenbrustfilet, das hatte ich vorher in so gleichmäßige Würfel geschnitten. Das seht ihr ja hier in der Schale. Jetzt geht es in meine Putenbruststreifen weiter. Da brauche ich Salz und Pfeffer. Also da habe ich jetzt Salz. Und jetzt kommt noch Pfeffer dazu. Dann wird das mit Öl eingesprüht. So, dann kommt noch ein Löffel Senf oben drüber. So, das langt. Und das verarbeite ich jetzt erstmal hier. So dass der Senf und die Gewürze alles gut vermischt sind und auch das Öl an die Putenbruststreifen sind. So, das ist jetzt gut durchgearbeitet. Jetzt kommen meine Zwiebeln, der Lauch, die Äpfel, das alles dazu. So, jetzt arbeite ich das gemeinsam nochmal gut durch. Schau mal, das sieht doch schon richtig köstlich, herrlich frisch aus. So, jetzt geht's rüber. Eisluftfritteuse. Kommt die Schale da rein. Oh, die Schale ist zu groß. Ich habe die falsche Schale erwischt. Dann nehme ich diesmal die Silikonschale. Ich das umfüllen. Ich mache eigentlich mal alles ganz gerne in diesen Glasschalen. So, schau, so passt das jetzt rein. So, 180 Grad, 10 bis 12 Minuten. Dann schaue ich. Weil die Zeit müsst ihr immer selber noch ab und zu geben. Jede Heißluftfritteuse ist unterschiedlich von der Stärke und dementsprechend ist unterschiedlich die Zeit. Aber das ist auch Putenbrustfilet hier drin mit. Das braucht auch nicht so lange. Ich gucke auch, dass das ein bisschen mit hochkommt. Denn die Äpfel das andere möchte ich nämlich gar nicht so sehr verbrutzelt haben. Also habe ich die wieder etwas jetzt hochgeschafft. Die Äpfel das andere kann unten drunter sein. Ja, so sollte das passen. So, jetzt kommt es in die Heißluftfritteuse. Wie schon gesagt, 180 Grad. Ich habe die obere Schublade. Das Ganze für, ich stelle mal gleich mal 12 Minuten ein. Ich denke, 12 Minuten braucht das, dadurch, dass ich auch eine Silikonschale rein habe, nicht eine Glasschale.
So, die heiße Fritteuse hat gerufen und hier duftet es so herrlich. Ah, schau mal rein. Das sieht gut aus. Ja, genauso. Das Fleisch bleibt dann noch schön zart, schön saftig. Nicht länger. Es ist leicht braune Spitzen. So nehme ich das jetzt raus, weil das Fleisch zieht ja immer noch ein bisschen nach. Wenn es jetzt länger drin lässt, wird es zu trocken. Also die 12 Minuten waren jetzt hier genau richtig. Ja, und hier kannst du jetzt sehen, wie ich jetzt aus der Silikonschale raushole. Ich habe jetzt so ein Messer rechts links reingesteckt und dann kannst du die Silikonschalen wunderbar anpacken und das Ganze rausnehmen. Und jetzt kommt das schon rüber auf den Teller und wird da entsprechend jetzt serviert, angerichtet und dann probieren wir gleich gemeinsam. Ja, und nachher hat Zeitlupe erwischt. Ja, die Kamera ist so weit oben, ich muss mich immer so lang strecken, damit ich alles sehe. Aber schaut mal, so einfach und so lecker kann leberleichtes Kochen sein. Also siehst, wunderbar einfache Kost. So, hier habe ich jetzt mal etwas näher rangezoomt, damit du es noch besser sehen kannst. Ja, und wir probieren ja jetzt noch gemeinsam und ich habe nämlich noch was vergessen gehabt. Das zeige ich dir jetzt ja gleich in dem Video, jetzt hier noch in dem Anschluss, was jetzt noch kurz kommt. Kannst trotzdem essen, komm, ich habe noch was vergessen. Und zwar etwas Zitrone noch, sagt Tom drüber. Das mache ich bei dir auch gleich noch. Es gibt noch ein bisschen mehr Frische, oder du kannst es auch ohne Zitrone haben, wie du willst. Willst du aber die Zitrone? Mache ich noch ein bisschen drüber. Also mir schmeckt es richtig gut. Ich sag, mir schmeckt es jetzt richtig gut. Mal sehen, was du jetzt sagst. Gut. Gut. Siehst du, man kann auch gut essen, auch leberfreundlich. Ha? Man kann auch gut essen mit leberfreundlichen Gerichten. Jetzt habe ich eine leckere Reispapierrolle für euch und ich zeige euch, was ihr beachten müsst, damit die auch wirklich so klappt. Ich zeige euch die Tricks und Tipps. So, jetzt habe ich mir was Besonderes mal überlegt. Ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel. Da hole ich mir jetzt gerade ein paar Scheiben runter. Allzu viel brauche ich gar nicht. So, das langt schon. Karotte, mal gucken, ob ich den hobel oder den anderen nehme. Oh ja, da werden die auch richtig schön fein. Das langt schon. Jetzt wollte ich das Reispapier da rein, aber es ist zu klein. Jetzt habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich hier mein ganz normales Backpapier, was man so nehmen kann. Habe hier das mit den Löchern noch und habe hier, da passt das besser rein. Weil das Reispapier muss nachher weich sein. Und da ich das nachher besser in der Heißluftdose reinbringe, deswegen so. Aber das sehe ich dann noch genau, was ich jetzt vorhabe. So, meine Karottenstückchen sind zwar ziemlich dünn, ziemlich klein, aber ich habe gedacht, ich habe mir jetzt auf, dann schneide ich die nochmal so. Dann habe ich sie noch ein bisschen kleiner. Aber so sollte das schon voll und ganz lang. So, jetzt brauche ich meine Schale. Da kommt mein Ei rein. Dann Gewürze dazu. Pfeffer. Salz. Ein bisschen Knoblauchgranulat. So, das langt schon. Und noch ein bisschen Kurkuma. Das schlage ich jetzt hier auf. Dann habe ich hier von den geriebenen Hartkäse. Das dazu. Und das schlage ich nochmal auf. Ja. So sollte das von der Konsistenz passen. So, jetzt kommt das rüber. So, ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Normal wird das Reispapier ja durch Wasser gezogen. Aber ich nehme das jetzt mal mit einem Pinsel. Mache das Reispapier außen ringsrum mal schon mal feucht. Dass es da schon mal weich werden kann. Ich weiß es jetzt nicht, weil mein Reispapier ist schon ein klein bisschen älter, nicht erst frisch gekauft, ob das dann fester wird. Weil meins hält relativ lange, bevor sich das biegen lässt. So, jetzt noch ein klein bisschen in die Mitte. Jetzt verteile ich hier meine Zwiebeln. Meine Karotten. Mal gucken. Oh, es ist noch fest. Darüber kommt jetzt meine Eimasse. Und jetzt kann ich hier schon das erste Päckchen.
sich das jetzt ein bisschen anzieht. So. Und drüber noch mal kurz mit Wasser bestreichen. So, jetzt habe ich meinen Korb hier. Jetzt nehme ich nur diesen Teil. Da habe ich nämlich noch ein bisschen Luft unten drunter. Die Seiten belege ich mit Messer und Gabel, damit die nicht hochgehen. Denn die heiße Fritteuse, meine Cosori, hat doch allerhand Turbo. So, 180 Grad, 4 Minuten, dann schaue ich mal rein. So, und nach 6 Minuten, also ich habe noch 2 Minuten danach verlängert, sieht das jetzt so aus. Ich nehme mal jetzt Messer und Gabel weg. Aber das ist heiß. Ich hole das mal raus. Jetzt ist ja da unten ist jetzt etwas von dem Eigelb drunter. So. Jetzt habe ich das einmal rumgedreht. Jetzt habe ich mir überlegt, das einmal rumgedrehte kommt so für 2 Minütchen noch mal ganz kurz rein. Ich finde, so sieht das schon mal gut aus. Mein Frühstück fertig. So, hier habe ich jetzt meine Frühlingsrolle, meine Eierrolle. Ich muss nachwarten, ich wollte es jetzt anweisen, euch zeigen. Ich finde, sie ist gelungen, sie sieht ganz gut aus. Und schmecken tut es bestimmt auch. Aber ich muss noch warten, es ist noch heiß. Ja, und mit meinen Tricks, wie ich es gemacht habe, gelingt das auch, dass du dich so falten kannst. Weil das zeigt euch keine andere, die zeigen euch nur die fertige. Und was das für tricky daran ist, das zeige ich euch in meinen Videos ganz genau. So, jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß, jetzt kann ich mal probieren. Du siehst, das ist ein richtig schöner Frühstückssnacks geworden, kann ich sagen. Ja, lässt sich gut essen. Einfach und schnell. Lecker. Es ist da mein neues Kochbuch. Fettleber. Mit Vorwort von meinem Doktor. Durch ihn ist das Buch überhaupt erstmal entstanden. Er war der Motor für diesen Buch und hat den Wunsch geäußert, ob ich da ein Buch erstellen könnte. So ist das Buch aufgebaut. Jedes Rezept mit Farbfoto. Hier die Zutaten, Nährwerte, alles dazu. Extra Tipp für Leber, für unterwegs, was Besonderes ist, die Zubereitungsschritte, alles separat. Hier noch Variationstipps, dass du im Prinzip aus einem Rezept noch 3 andere Varianten machen kannst. Also es sind ganz, ganz viele Rezepte drin. Mit viel Liebe wurde alles aufgearbeitet, zubereitet. Hier hinten nochmal eine Übersicht von allen. Hier, was zu beachten ist, was wichtig ist. Alles in Absprache mit meinem Arzt entstanden. Hier mein leckerer Joghurtkuchen, wo es auch ein Video dazu noch gibt. Also in manchen Rezepten gibt es auch direkt noch ein Video auf YouTube dazu. Ja, ist ein sehr umfangreiches Buch geworden. Auf Wunsch von meinem Arzt und von meiner Facebook-Gruppe. Ich danke euch recht, recht herzlich.